This is a huge shock in Japan, where strict gun control laws mean shooting deaths are extremely rare. Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der schockierenden Attentate im 21. Jahrhundert. The army there says President Idris Deby has died just one day after he was declared the winner of elections that secured him a 6th term in office. In dieser Liste werden wir uns mit prominenten Attentaten ab der Jahrtausendwende befassen. Haben wir welche ausgelassen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Platz 10. Rafic Hariri. Der ehemalige libanesische Premierminister starb nicht während seiner Amtszeit, was aber nicht bedeutet, dass seine Ermordung nicht schockierend war. His assassination created carnage. "22 other people were killed and scores injured." Rafic Hariri war zwischen 1992 und 2004 zwei nicht aufeinanderfolgende Amtszeiten Ministerpräsident und trug in dieser Zeit dazu bei, den brutalen Bürgerkrieg im Land zu beenden. Nur wenige Monate nach seinem Rücktritt wurde Hariri jedoch Opfer eines Bombenanschlags am Straßenrand in Beirut. Mitglieder der schiitischen militanten Gruppe Hisbollah wurden für den Mord an Rafic Hariri vor Gericht gestellt. 6 years after the assassination, finally, some arrest warrants. Two of Hezbollah's most senior operatives, Mustafa Badruddin and Salim Jamil Ayash, have been indicted for the murder, along with 2 other members. Die Tragödie löste die Zedenrevolution aus, eine Reihe von Protesten und Demonstrationen gegen die Ermordung von Hariris, die am 27. April 2005 mit dem Abzug der syrischen Truppen aus dem Libanon endete. In April 2005, the Syrian government relented to popular and international pressure and began pulling its troops out of Lebanon, ending nearly 30 years of military occupation. Platz 9. König Birendra von Nepal. Obwohl die nepalesische Schah-Dynastie 2008 abgeschafft wurde, hat ihr ehemaliger König Birendra von Nepal diese Auflösung nicht mehr miterlebt, denn dieser 10. Schah-Herrscher wurde 2001 von seinem eigenen Sohn Dipendra ermordet. The Himalayan Kingdom of Nepal has begun 13 days of mourning after 8 members of the royal family, including the King and Queen, were killed in a palace massacre last night. Der Vorfall wurde als das nepalesische königliche Massaker bekannt, bei dem Birendra, seine Königin Aishwarya und 7 weitere Mitglieder der königlichen Familie am 1. Juni 2001 erschossen wurden. If Nepal's royal family is to be believed, 30-year-old Dipendra, then crown prince, had in one cruel stroke eliminated the king, the queen, his younger brother and at least 7 other members of his own family. Nach dem Blutvergießen herrschte große Verwirrung, da Dipendra selbst kurz nach dem Massaker starb. Es gab immer wieder Fragen zu den beteiligten Verschwörern, ihren Motiven und sogar zu der Frage, ob Dipendra sich seine tödliche Wunde selbst beigebracht hatte oder nicht. Within hours of taking over, the new king described the massacre as an accident, an explanation no one was willing to buy. To the people, the attempt later to swing the needle of suspicion on Prince Dipendra smelled inevitably of a cover-up. Platz 8. João Bernardo Vieira. Militärputsche sind aus vielen Gründen ein riskantes Unterfangen, nicht zuletzt wegen der Möglichkeit, dass die Anstifter des Putsches selbst zur Zielscheibe werden könnten. The military has long played a prominent role in Guinea-Bissau, with a series of coups and mutinies since independence from Portugal in 1974. Dies war der Fall bei João Bernardo Vieira, dem ehemaligen Präsidenten von Guinea-Bissau. Vieira übernahm 1980 unblutig die Präsidentschaft, aber der Politiker hatte nicht so viel Glück, als es um das Ende seiner eigenen Amtszeit ging. Vieira took power during a coup in 1980 and went on to rule for 23 of the past 30 years. Die Entlassung seines militärischen Stabschefs durch den Präsidenten wurde mit gewaltsamen Aufständen und Bürgerkrieg beantwortet, während Vieira im vorübergehenden Exil des Mordes, der Verschwörung und der Geldwäsche beschuldigt wurde. Nach mehreren Anschlägen auf sein Leben wurde João Bernardo Vieira am 2. März 2009 von Soldaten ermordet. The president of Guinea-Bissau is dead, assassinated by his own soldiers, just hours after a bomb killed his rival, an armed forces general. Platz 7. Shukri Belaid. Die drohende Gefahr von Gewalt ist leider etwas, das immer um die Politiker herumschwirrt. He was aware of the danger, and that's what underlies the power of courage, overpowering one's fears. I think that Shukri Belaid knew that he could lose his life, and so we learn a lesson. Dies gilt umso mehr, wenn diese Politiker in angespannten und chaotischen Situationen ihren Dienst tun und einige von ihnen den höchsten Preis dafür zahlen müssen. Der tunesische Anwalt und Politiker Shukri Belaid wurde am 6. Februar 2013 vor seinem Haus durch Schüsse tödlich verwundet.
We don't know who carried out the assassination, but certainly suspicions are high that the Salafis were involved. So it's really unfortunate. Er war als Generalsekretär einer säkularen tunesischen kommunistischen Gruppe der Einheitspartei der Demokratischen Patrioten tätig und wurde Opfer eines Attentats durch radikale Islamisten. Nach dem Tod von Belaid kam es zu Protesten und 2 Tage später sogar zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten bei der Beerdigung des Mannes. And the goal of these protest actions was actually the dissolution of the government. They believe that not only the Interior Minister Ali Dadaev needs to resign, but that the government needs to step down as a whole and needs to be replaced by a government of national unity. Platz 6. Jovenel Moïse. Politische Führer können gefährliche Feinde haben, manchmal mit tiefen Taschen. Die Amtszeit des haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse war von Turbulenzen geprägt. Political stability is the first public resource. In no country on earth is it possible to talk about development unless there is political stability, unless there is social peace. But his years in office were challenging, and he faced allegations of money laundering and corruption. Er sah sich landesweiten Protesten wegen steigender Kraftstoffpreise gegenüber. Nach Angaben der New York Times war er vor seinem Tod dabei, die Korruption unter den haitianischen Politikern und Geschäftsleuten aufzudecken. Am 7. Juli 2021 wurde er von einer Gruppe kolumbianischer Söldner in seinem Haus erschossen. To be gunned down in the night at his private residence is a shock. Neighbors heard 2 hours of gunshots, they say. Police only secured the scene at dawn. Berichten zufolge waren sie beauftragt worden, Moïses Liste der korrupten Elite des Landes zu beschaffen. Moïses Frau Martine kam mit dem Leben davon, obwohl sie mehrere Schusswunden erlitt. The question now is, how does Haiti cope with all this? Because already the Dominican Republic has reportedly closed the border between Haiti and the Dominican Republic over concerns of security. Platz 5. Idriss Déby Itno. Déby ist ein weiterer Präsident, der 1990 durch einen Staatsstreich an die Macht kam. Der autoritäre Herrscher, dessen Regierung von Korruption geprägt war selbst mehrfach von Putschversuchen betroffen, überlebte sie aber alle. The 68-year-old came to power in a rebellion in 1990 and was one of Africa's longest-serving leaders. Am 20. April 2021 wurde er jedoch angeschossen und verwundet, als er bei einem Feuergefecht mit der Rebellengruppe Front for Change and Concord im Tschad Soldaten an der Front besuchte. Er starb am folgenden Tag. The exact circumstances of his death remain unclear, and some observers question the military's narrative. Sein Tod stürzte das Land in tiefere Unruhen. Zurzeit ist die Verfassung des Landes außer Kraft gesetzt, die Nationalversammlung aufgelöst und Débys patriotische Halsbewegung mit Débys Sohn Mahamat als Interimspräsident an der Macht. Chad's military dissolved the constitution and announced it would rule for 18 months after the death of its president. Rebels whom the military blames for killing President Déby are also reportedly seeking to overthrow the new transitional government. Platz 4. Shinzo Abe. Die Ermordung des ehemaligen japanischen Premierministers Shinzo Abe im Sommer 2022 schockierte die Welt. The assassination of former Prime Minister Shinzo Abe shocked not just Japan, but the world. Flags were ordered to half-staff here in the United States to honor that country's longest-serving Prime Minister. Abe war von Dezember 2012 bis September 2020 8 Jahre lang Premierminister, ein Rekord in Japan. Seine Amtszeit war umstritten, da die Menschen über seine konservative, nationalistische Politik geteilter Meinung waren. Am 8. Juli 2022 wurde Abe von dem ehemaligen Mitglied der japanischen Marine Tetsuya Yamagami erschossen. And that he planned the attack for about a year and reportedly had planned to use an explosive, but in order to target only Abe instead of a large group, he decided to use a gun instead. Yamagami sagte, er habe das Attentat aufgrund der angeblichen Verbindungen zwischen Abe und der Vereinigungskirche, einer christlichen Sekte, die auf den Lehren des selbsternannten Messias Sun Myung Moon basiert, begangen. Yamagamis Mutter war offenbar von der Bewegung vereinnahmt worden und durch ihre Spenden in den Bankrott getrieben worden. Mourners are lining the streets outside of a temple for the funeral of the late former Japanese leader Shinzo Abe 4 days after he was brutally gunned down in broad daylight. Platz 3. Zoran Djindjic.
Zoran Đinđić war nur 2 Jahre lang Ministerpräsident von Serbien, bevor er im März 2003 ermordet wurde. Serbs are commemorating the murder 10 years ago of the country's first democratically elected president, Zoran Đinđić, who was gunned down in sniper fire on the steps of government headquarters in Belgrade. Der Vorsitzende der Demokratischen Partei des Landes wurde 2001 nach dem Sturz von Slobodan Milošević Premierminister. Đinđić ließ Milošević und Mitglieder der Spezialeinheit, die wegen Kriegsverbrechen während der Jugoslawienkriege angeklagt waren, an die Justiz in Den Haag ausliefern. Đinđić's killing stunned Serbia. He had fronted a popular uprising that led to the ousting of President Slobodan Milošević in 2000. It was under his leadership as Prime Minister that Milošević was eventually extradited to the War Crimes Tribunal in The Hague. Er verfolgte auch eine harte Linie gegenüber dem organisierten Verbrechen und machte sich damit in kurzer Zeit viele Feinde. Die Spezialeinheit JSO meuterte und am 12. März 2003 erschoss ein ehemaliges Mitglied der JSO Đinđić, als er aus einem Fahrzeug stieg. Every March the 12th, supporters hold a walk for Zoran through the centre of the city, laying flowers at Government House and at his grave. Platz 2. Benazir Bhutto. Die pakistanische Premierministerin Benazir Bhutto schrieb 1988 Geschichte, als sie als erste Frau an der Spitze einer demokratischen Regierung in einem mehrheitlich muslimischen Land stand. A controversial figure, loved by many, loathed by others for her outspoken views. Ihre Amtszeit war aufgrund ihrer säkularen Agenda und der Korruptionsvorwürfe umstritten. Im Jahr 1990 entließ Präsident Ghulam Isa Khan ihre Regierung. Bhutto was dismissed by the president, a rival politician, on grounds of corruption. At home in Karachi, Benazir Bhutto meeting today with her close political advisors. 48 hours after she was dismissed from government, she's convinced it was the work of the army. Nach der Wahlniederlage 1997 ging Bhutto ins Exil. Ein Jahrzehnt später, im Vorfeld der Wahl 2008, überlebte sie einen Bombenanschlag, bei dem mindestens 180 Menschen getötet wurden. 2 Monate später wurde auf einer politischen Kundgebung ein weiteres Attentat auf sie und 2 Dutzend andere Menschen verübt. Es wird vermutet, dass Al-Qaida hinter beiden Anschlägen steckt. The UN report says Bhutto's death could have been prevented if the government, under then-President Pervez Musharraf, took adequate measures to respond to the extraordinary and fresh and urgent security risks that they knew she faced. Bevor wir weitermachen, abonnieren nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Platz 1. Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi herrschte als de facto Führer Libyens über 40 Jahre lang, von 1969 bis 2011. At the height of power, Gaddafi called himself Africa's King of Kings. Ronald Reagan called him the mad dog of the Middle East. Ruthless with his own people, reviled here for ordering the bombing of Pan Am Flight 103 over Lockerbie, Scotland. Seine autoritäre Führung war sowohl im In- als auch im Ausland umstritten. Während der Proteste des arabischen Frühlings 2011 artete die Situation in einen Bürgerkrieg aus. Nachdem die NATO auf der Seite der Rebellen interveniert hatte, wurde Gaddafi auf der Flucht gelassen. Schließlich wurde er von einer Rebellenmiliz gefangen genommen. They say they discovered him here just before 12 o'clock this afternoon. They pulled him out of the hole, and one fighter told me that Muammar Gaddafi said to him, "What did I do to you?" Über seinen Tod gibt es unterschiedliche Angaben. Der Nationale Übergangsrat behauptet, er sei in ein Kreuzfeuer geraten. Videos zeigen jedoch, dass er am 20. Oktober 2011 ein brutales Ende in den Händen der Rebellenmiliz fand. This is a Libya that for the first time in 42 years does not have to live in fear of Muammar Gaddafi. He is gone for good, and few, if any, are mourning his passing. Was hältst du von der Liste? Sieh dir diese weiteren Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen.